Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei COMMIC. Heute in diesem Video möchte ich euch die Reolink Fischaugenkamera vorstellen. Und zwar diese hier, die Reolink FE-P. Bei dieser Kamera habt ihr eine 360 Grad Überwachung für den Innenbereich. Die Kamera wird über PoE mit Strom versorgt und hat verschiedene Aufnahmemodi. Ihr könnt sie an der Decke installieren, an der Wand installieren oder am Boden. Die Überblicke, die Ausschnitte, die im Bild gezeigt werden, könnt ihr individuell einstellen. Ihr habt KI-Funktionen für die Auswertung, für die Suche innerhalb der Aufnahmen und natürlich viele weitere Funktionen. All das möchte ich euch in diesem Video zeigen und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Die Reolink FE Fischaugenkamera gibt es in mehreren Ausführungen. Ich habe hier die P-Variante, P wie PoE, also die Versorgung des Stroms mittels des Datenkabels. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, schaut mal oben rechts in die Ecke. Da habe ich euch ein Video verlinkt, wie ihr das Netzwerk aufbauen könnt mit einer Netzwerkstromversorgung. Dieses Modell gibt es allerdings auch noch mit der WLAN-Variante. Das heißt, ihr braucht gar kein Datenkabel und könnt die Kamera überall im Gebäude aufhängen, da wo ihr sie braucht. Bei der Reolink FE Fischaugenkamera handelt es sich um ein Modell für den Innenbereich mit einer Auflösung von 2560 x 2560 Pixeln, also 6 Megapixel, die diese Kamera verarbeiten kann. Ein ungewöhnliches Format für eine Überwachungskamera, aber genau richtig für diesen Fischaugeneffekt, denn diese Kamera macht keine 16:9 Bilder, sondern 1:1 Quadratbilder. Ihr könnt diese Kamera an der Decke montieren, ihr könnt sie am Boden montieren oder an der Wand, solange das Ganze im Innenraum stattfindet. Es handelt sich hierbei also um eine optimale Überwachungskamera, um zu Hause vielleicht die Haustiere zu beobachten, euren Lagerraum zu überwachen oder euer Geschäft im Einzelhandel zu sichern, damit dort eben keine Ware unbezahltes Geschäft verlässt. Was kann diese Kamera? Nun ja, sie ist klein und handlich. Das Modell, was ich hier habe, wird über eine Kabelpeitsche mit Netzwerk versorgt, aber auch mit Strom versorgt, denn es handelt sich hierbei um die PoE-Variante. Power over Ethernet bedeutet, die Stromversorgung erfolgt ebenfalls über dieses Kabel. Wenn ihr zu Hause nun aber keine Stromversorgung über Netzwerkkabel habt, beziehungsweise überhaupt kein Netzwerkkabel habt, dann könnt ihr die Kamera auch einfach über WLAN einbinden, denn auch solche Modelle gibt es. Und wenn ihr wissen wollt, welches die richtige für euch ist, schaut mal unter das Video, dort verlinke ich euch die einzelnen Modelle, da könnt ihr in Ruhe nachschauen, welches genau das passende Modell für euch ist. Die Kamera ist sehr flexibel, was die Installation angeht. Ihr könnt die Kamera an der Decke montieren, ihr könnt sie an der Wand montieren oder sogar am Boden montieren und entsprechende Einstellungen benutzen, um immer das passende Bild herzustellen. Die 360 Grad Aufnahme werden dann in der App am Telefon, auf eurem Tablet oder am Client am Computer so zusammengesetzt, dass ihr einen perfekten Rundumblick habt oder einen endlos Panoramablick, so wie ihr das braucht, so wie ihr das möchtet. Die Installation erfolgt ganz einfach über die Halterung, die auf der Rückseite einfach nur halb aufgeschraubt wird. Die Halterung selber könnt ihr direkt irgendwo an die Wand montieren, an die Decke montieren. Der Nachteil, wie ich finde, ist allerdings in dieser Variante die lange Kabelpeitsche. Das heißt, wenn ihr in der Wand jetzt kein Loch habt, wo ihr das Kabel verstecken könnt, dann müsst ihr in dem Zusammenhang irgendwo eine spezielle Installationsdose verwenden. Und auch da wird es spannend, wie ich finde. Ich habe mich vorneweg schon mal ein bisschen kundig gemacht. Bei vielen anderen Kameras, auch bei Reolink-Kameras, ist es im Regelfall ja so, dass das Kabel direkt zentral aus der Rückseite herauskommt und eben dann direkt in das Loch mittig eingeführt werden kann von der Verteilerdose. In dem Fall ist es natürlich so, wie ihr hier schon sehen könnt, dass das Kabel nicht mittig herauskommt, sondern an der Seite herauskommt und deswegen passt hier nicht die Standard Reolink Dose, weder die B10 noch die D20 Dose, sondern dieses spezielle Modell und das Kabel passt natürlich genau in diese Ecke, auch die Schraublöcher sind genau vorgebohrt. Wenn ihr wissen wollt, was es hiermit auf sich hat, schaut mal unter das Video in die Beschreibung, dort verlinke ich euch weitere Details zur Dose und natürlich auch zur Kamera. Ich möchte euch an der Stelle jetzt einfach mal zeigen, wo ich diese Kamera bei mir im Keller installiere und euch dann mal die verschiedenen Aufnahmemodalitäten, die Bildqualität, die verschiedenen Panoramablicke und natürlich auch die Überwachungsfunktion zeigen. Insbesondere auch die Nachtaufnahmen werden spannend werden, denn diese Kamera funktioniert natürlich auch bei absoluter Dunkelheit mittels Infrarotlicht.
Hier unten in meinem Keller habe ich die Kamera angebaut. Dort oben an der Decke hängt der Sockel mit der 360 Grad Fischaugenkamera. Ihr könnt die Kamera, wenn ihr wie hier eine Hohlwand habt, natürlich auch direkt an der Decke, an der Wand befestigen und das Kabel dann einfach dahinter stopfen. Funktioniert genauso. Dadurch, dass ich hier regelmäßig Kameras teste, habe ich mich allerdings für die Dose entschieden. Ihr seht, die Kamera an sich ist relativ klein und dezent, sieht aus wie so ein Warnmelder für Rauchentwicklung, also ein Rauchmelder oder ähnliches, fällt also nicht unbedingt gleich ins Auge. Die Kamera hat übrigens keine Beleuchtung. Sie hat lediglich die Infrarot LEDs, die in der Nacht die dunkle Umgebung ausleuchten, um das Schwarz-Weiß-Bild darzustellen, aber richtige Spotlights, um den Raum zu erhellen, hat diese Kamera nicht. Aber sie hat ein Mikrofon, sie hat einen kleinen Lautsprecher, man kann sich mit dem Teil auch unterhalten. Werde ich mal einen kleinen Test machen, euch im Hintergrund mit einspielen. Und ich kann nun jederzeit über mein Telefon auf die Kamera zugreifen und sehen, was hier passiert. Das ist jetzt mal eine Live-Aufnahme. Die Verzögerung beträgt ungefähr eine Sekunde, 1,5 Sekunden, wobei beides jetzt hier direkt übers heimische Netz integriert ist. Also die Kamera hängt per Kabel am Switch, am nächsten Switch und dann eben in meinem Heimnetzwerk. Mein Telefon ist über WLAN ebenfalls im gleichen Heimnetzwerk angemeldet. Wenn ich das Ganze über das mobile Datennetz versuche, funktioniert natürlich genauso, indem ich mein Telefon einfach vom WLAN entkopple und ins Mobilfunknetz einwähle, dann ist die Verzögerung tatsächlich genauso lang. Also das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich werde euch jetzt zeigen, welche Funktionen in der App möglich sind, welche verschiedenen Varianten in der Sicht ihr habt, denn da gibt es ein paar wirklich spannende Sachen, viel zum Rumspielen, wie ich schon bemerkt habe. Was es leider nicht gibt, zumindest nicht in der aktuellen Variante, wie ich sie dort oben hängen habe, ist die Sperrzone. Die Sperrlinien, die Sperrbereiche, die Zählbereiche, all das ist hier noch nicht vorhanden, trotz aktuellen Firmware-Updates. Da bin ich mal gespannt, ob Reolink noch nachliefert. All die Funktionen, die ich euch hier an meinem Telefon zeige, sind natürlich auch am Tablet möglich oder eben am Computer über den Client. Am Client habt ihr die Möglichkeit, über einen großen Bildschirm mit der Maus das genau zu steuern. Am Telefon funktioniert das Ganze eben dann am kleinen Bildschirm hier per Touch. Das, was ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, ist die 360 Grad Ansicht für die Deckenaufnahme und ich kann jetzt hier direkt im Bild mit meinem Finger die Ansicht anpassen. Ich kann den Raum drehen und ihr seht, rein Software gesteuert, die Kamera bewegt sich überhaupt nicht. Es passiert tatsächlich nur über die Software, kann ich diesen Raum 360 Grad mir anschauen. Ich kann das Ganze wieder nach oben und habe dann diesen Blick von oben herab an die Decke. Übrigens, wenn ich mich direkt unter der Kamera befinde, sieht das Bild dann so aus. So sehr verzerrt, wie man das erwarten möchte, ist das Bild tatsächlich gar nicht. Über den Punkt Modi, der hier eingeblendet wird, habe ich die Möglichkeit zu wechseln zwischen der Deckenmontage, der Wandmontage oder der Tischmontage. Letztendlich sind die Funktionen immer die gleichen, nur dass die Blickwinkel, die Ausrichtung der Kamera hier schon voreingestellt ist. Aber ihr könnt auch das Grad genau den Raum entsprechend so zurechtbauen in dieser Kamera, damit ihr die horizontale, die vertikale, wie auch immer, damit das genauso passt, wie ihr das haben möchtet. Ich habe hier nun die Deckenmontage mit der Fisheye-Ansicht und wechsle nun in die Dual-Panorama-Ansicht, um auf meinem Bildschirm zwei Bilder zu bekommen. Und zwar zwei Bilder, die aussehen, als ob die Kamera auf Augenhöhe an der Seite montiert wäre. Und in dem Zusammenhang, ich laufe jetzt mal ins Bild rein, hier bin ich wieder, kann ich jetzt auch hier mit dem Finger die Kamera drehen und ihr seht, oben und unten jeweils 360 Grad, die ich hier im Kreis herum drehen kann, und zwar immer genau um 180 Grad versetzt. Ihr seht mich jetzt im Bild, wenn ich auf die andere Seite laufe, hier rüber, dann 180 Grad ist dieser Versatz. Was gibt es noch in den Modi? Ich habe die Möglichkeit, die Vierfachansicht zu wählen. Und in der Vierfachansicht wird der Raum in 4 Quadrate aufgeteilt, die ich auch jeweils einzeln zuordnen kann. Ich kann mir das also so festlegen, wie ich das brauche. Das, was ich praktisch sehen möchte. So. Und danach sperre ich diese händische Funktion wieder und jedes Mal, wenn ich dieses Bild, diese Aufnahmen dieser Kamera abrufen möchte, habe ich wieder genau diese Ansicht. Ich kann also mit dieser Kamera bestimmte Bereiche vordefinieren, kann die Kamera darauf hinaus ausrichten und habe immer das gleiche Bild.
Die Kamera hängt im Mumia gerade mal auf einer Deckenhöhe von ungefähr 2,30 Meter. Wenn die natürlich höher hängt, habt ihr auch deutlich mehr im Bild, das ihr sehen könnt. Die vierte Ansicht, die wird dann richtig spannend. Die Zylinderansicht. Das, was ihr jetzt hier seht, ist ein Zylinder des Raumes. Auch hier, wenn ich die Touch-Funktion aktiviere, kann ich den Raum drehen. Und zwar einmal mit Innenansicht, einmal mit Außenansicht. Ich kann da das Ganze wieder platt ziehen. Ich kann, wenn ich nach unten ziehe, mir wieder so einen Zylinder herstellen und habe tatsächlich hier eine 360 Grad rundum Ansicht. Finde ich relativ spannend gemacht, auch wenn der letzte Punkt hier wahrscheinlich eher nur die Spielerei sein wird. Für mich tatsächlich relevant ist in erster Linie diese Dualansicht. Da kann ich mir einstellen, was ich brauche, oder die Vierfachansicht. Wie ist eure Meinung? Welche dieser Ansichten macht für euch am meisten Sinn und vor allen Dingen, wo wird es am meisten Sinn machen? Wo würdet ihr das Ganze einsetzen? An der Stelle vielleicht noch ein zusätzlicher Hinweis. Wenn ich wieder rausgehe aus dem Hauptmenü und wechsle in die Wiedergabe hinein, kann ich mir jetzt hier einfach mal eine Aufnahme aussuchen, die gerade eben passiert ist aufgrund dieser Alarmauslösung. Und auch hier innerhalb dieser Aufnahmen kann ich rückwirkend sozusagen die Aufnahme wieder ändern. Das, was ihr jetzt hier seht, ist keine Live-Aufnahme und kann auch hier das Bild entsprechend variieren und ändern. Die Kamera nimmt grundsätzlich das komplette 360-Grad-Bild auf, speichert es ab. In der Live-Ansicht kann ich mir verschiedene Modi dazu anzeigen lassen und auch in der Wiedergabe kann ich jederzeit die Bilder wechseln, denn die Daten sind ja einmal da. Finde ich eine unglaublich spannende Sache, dass ich auch im Nachhinein den Winkel noch verändern kann und eben Bereiche, die mich interessieren, die vielleicht gar nicht so zentral ausplatziert waren, im Nachhinein noch mit ranzoomen kann, beziehungsweise besser ins Bild zeigen kann. Der Zoom übrigens über die zwei Finger ist natürlich auch mit möglich, hier noch in der Wiedergabe, aber natürlich auch im Live-Bild kann ich vergrößern, verkleinern, ganz einfach über den Zoom. Ja, ihr Lieben, das ist die Reolink FE-P-Kamera. Die Fischaugenkamera mit PoE-Stromversorgung, also ein Netzwerkkabel für Strom, ein Netzwerkkabel für die Daten. Die WLAN-Variante funktioniert genauso wie auch die PoE-Variante. Ihr braucht dort eben eine dauerhafte Stromversorgung über ein Netzteil direkt an die Kamera. Die Daten werden hier aber über das WLAN übermittelt. Eine reine Akku-Variante ist mir nicht bekannt, macht auch nicht viel Sinn, denn diese Kameras sind nicht für den Außenbereich geeignet oder zugelassen, sondern tatsächlich für den Innenbereich. Sie sind nämlich nicht wasserfest, nicht regenfest, wie auch immer. Von der Installation her sollten sie natürlich dort installiert werden, wo keiner so schnell rankommt, denn ihr seht es vielleicht hier an der Seite, ich kann jederzeit an dieses Fach heran, kann die Kamera zurücksetzen oder eben die SD-Karte herausnehmen. Wird in meinem Fall nicht viel bringen, weil ich eben die Daten zusätzlich noch auf meinem NVR sichere, denn diese Fischaugenkamera kann ihre Daten eben nicht nur auf der SD-Karte speichern, sondern auch auf dem Netzwerk-Videorekorder oder auf dem Home Hub bzw. Home Hub Pro. Die Cloud ist natürlich auch möglich. Wenn ihr dort ein Abo habt, könnt ihr die Kamera direkt dort einbinden und die Daten auch dort speichern. Abrufen könnt ihr die Daten, die Aufnahmen, die Live-Bilder überall, und zwar zu Hause im heimischen Netz, über das WLAN mit eurem Telefon, über euren Computer, beziehungsweise auch von weltweit unterwegs. Denn die Kamera könnt ihr ins Internet rauslassen und auf die Daten von extern zugreifen, über die mobilen Daten oder fremde WLAN-Netze, wie ihr das möchtet. Oder ihr sperrt sie einfach und lasst sie nur in eurem inneren Heimnetzwerk laufen. Ich hoffe, ich konnte euch die Kamera etwas näher bringen und ich bin wirklich gespannt, wie eure Einschätzung ist, wie ihr über diese Kamera denkt. Gebt mir doch mal ein Feedback. Was wäre euer Einsatzort? Wo würdet ihr die Kamera nutzen und warum würdet ihr sie dort nutzen? Welche dieser verschiedenen Funktionen, die die Kamera bietet in diesen Ansichten, hat euch am meisten überzeugt? Welche überhaupt nicht? Schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar unter das Video und lasst uns untereinander austauschen. Wenn ihr wissen wollt, was die Kamera noch alles kann, wo ihr sie herbekommt und was sie kostet und das ganze Zubehör außen herum, dann werft mal einen Blick in die Videobeschreibung unter dieses Video. Dort verlinke ich euch wie immer alle Daten, alle Details, alle Spezifikationen zu dieser Kamera und natürlich könnt ihr die dort auch direkt über meine Werbelinks kaufen. Ihr wisst, mein Kanal profitiert davon, ich bekomme eine kleine Provision, aber es gibt keine Nachteile für euch, denn der Preis ist der gleiche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen für dieses Video, freue mich schon auf die nächsten Videos mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.